Heute gibt es mal wieder etwas für den Gaumen. Und zwar machen wir heute Schweinefilet in Honig-Sojasauce. Ein natürlich sehr einfaches Rezept, was auch gerne zu Festen genommen wird. Und ich wünsche euch jetzt mal Spaß bei diesem Video. Für das Schweinefilet in Honig-Sojasauce benötigt ihr 1200 Gramm Schweinefilet, 150 Milliliter Sojasauce, 100 Milliliter Honig, flüssigen Honig, ein Stück Chilischote, am besten mittelgroß oder je nach Geschmack, 1,5 Teelöffel Speisestärke, 150 Gramm Creme fraiche, 50 Milliliter Milch, 1 Teelöffel Curry und Salz und Pfeffer. Für das Schweinefilet in Honig-Sojasauce müssen wir erstmal die Marinade machen, weil das Schweinefilet mindestens 2 Stunden in dieser Marinade eingelegt werden sollte, am besten noch über Nacht. Und deswegen machen wir das jetzt erstmal fertig. Dazu brauchen wir eine Chilischote, den Honig, die Sojasauce und natürlich das Schweinefilet. Ich mache das immer in so einen Druckverschlussbeutel, wie ich ja gelernt habe. Da packe ich jetzt immer die Zutaten rein. Das kann ich auch schön unterwegs mitnehmen, weil das ist auch immer ein Rezept, was ich auch sehr gerne schon zu Hause vorbereite. Das heißt, die Marinade und das Schweinefilet einlegen, und das kann unterwegs dann immer im Kühlschrank ein bisschen liegen bleiben. So nutze ich halt die Zeit, die Fahrzeit. Und nachher mache ich alles nur noch in dem Omnia mit der Soße. Aber wir fangen erstmal an mit der Marinade. Dazu schneide ich erstmal die Chilischote. Für die Chilischote, ich habe nämlich da gelernt, habe ich mir Handschuhe angeschafft, weil ich bin immer so ein Experte. Ich wasche mir zwar die Hände danach, aber wer das kennt, da sind ätherische Öle drin und dann mache ich immer so oder so und das brennt wahnsinnig und das brennt über Stunden und das kriege ich dann nicht mehr weg. Deswegen mache ich die Chilischote immer mit Handschuhe. Also nicht wundern, wenn ich jetzt mit Handschuhen mal arbeite, das ist nur wegen der Chilischote und meinen eigenen Schutz und meiner eigenen Dummheit. So, Chilischote in kleinen Würfel schneiden, auf geht's. Das mit dem Chili, das regelt ihr auch nach eurem Geschmack. Wenn ihr sagt, ihr mögt Schärfe ohne Ende, haut 1 Kilo Chili rein, das ist eure Sache. Und wenn ihr sagt, nee, ganz wenig, also es sollte auch nur so einen Hauch haben, so ist das Rezept zumindest ausgelegt. Aber Schärfe ist euer eigener Geschmack und die könnt ihr selber regeln. Ich packe jetzt erstmal diese Chilischoten mit den ätherischen Ölen hier rein, weil dann kann ich die Handschuhe wieder ausziehen. So, jetzt den Honig bitte einfüllen und dann die Sojasauce dazu und einfach kräftig kneten, sodass ihr die ganzen Zutaten in den Beutel vermischt habt. Den Druckverschlussbeutel einfach mal gut verschließen, Luft rauslassen. Einmassieren. Und ab damit in den Kühlschrank. Das sollte jetzt mindestens 2 Stunden marinieren. Das solltet ihr mindestens 2 Stunden marinieren lassen. Und dann machen wir gleich weiter. So, ich hatte gestern bereits das Schweinefilet in dieser Honig-Sojasauce eingelegt. Das lag jetzt über Nacht im Kühlschrank und jetzt machen wir das mal weiter, verarbeiten das
machen gleich die Soße und jetzt hole ich erstmal das Schweinefilet da draus. Wer jetzt nicht so viel Chili an dem Schweinefilet nachher haben möchte, weil es ihm zu scharf ist, der kann das einfach auch gerne entfernen und nachher hat man dann halt die Schärfe nicht im Omnia drin. Ich lasse auch noch ein bisschen drin, aber die Schärfe harmoniert wirklich richtig toll mit dem Honig und dem Soja. Deswegen sollte man da schon immer ein bisschen Chili reinmachen. Ihr könnt alternativ auch entweder zusätzlich oder anstatt von Chili Ingwer nehmen. Das ist auch ganz super toll. Das gibt nochmal ein leicht zitroniges Aroma, aber auch die Schärfe bleibt, weil Ingwer ist nämlich sehr scharf. So, das lassen wir jetzt mal kurz. Wir rühren die Soße an, um das gleich alles in den Omnia-Backofen reinzuwerfen. So, ihr habt Crème Fraiche, den in eine Schüssel packen. Dann gebt ihr die Speisestärke hinzu, die Milch und den Curry. Wir brauchen jetzt noch was von der Marinade, denn die wegzuwerfen ist echt Verschwendung, weil ihr werdet merken, das ist mega lecker. Ich mache das auch sehr häufig zu Hause im Backofen, weil ihr könnt auch alle Rezepte, die ich für den Omnia gemacht habe, im Backofen machen, bei 180 Grad Ober-Unterhitze, ungefähr die gleiche Zeit und ihr werdet merken, es schmeckt fast genauso gut, weil ich finde im Omnia, aufgrund des geschlossenen Systems, bleiben die Aromen besser erhalten. Aber probiert es mal aus. Wir werden hier auch noch mal irgendwann so ein Thema aufgreifen, dass ich das einmal im Omnia mache und einmal im Backofen, ihr den Unterschied dann seht. So, jetzt geben wir noch 6 Esslöffel von dieser Marinade dazu. Mal gucken, dass ich nicht so viel Chili mitnehme. So, jetzt werden wir das Ganze einmal durchrühren. Ach, Pfeffer und Salz fehlt noch. Ja, mein Pfeffer. Und noch Salz. Mit dem Salz solltet ihr vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, weil die Sojasauce auch schon sehr viel Salz enthält. Und jetzt wird es kräftig glatt gerührt. Jetzt füllen wir das Ganze einmal in die Omnia-Form rein. Habe ich sie? Da. So, jetzt kommen die Schweinefilets dazu. Die Chilischoten könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch einfach abstreifen und dann legt ihr die nur hier rein. So, und dann wäre es auch schon fertig für den Gaskocher. Wer möchte, kann natürlich auch die Filets vorher gerne anbraten. Das spritzt aber ein bisschen, deswegen mache ich das nicht so gerne. Aufgrund der Sojasauce und der Marinade, da spritzt das in allen Ecken und Enden. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht bei dem Rezept, dass das Röstaroma da nicht so viel bringt. Deswegen kann ich euch empfehlen, legt das einfach wirklich so hier rein und packt das einfach auf den Gaskocher. Oder probiert einfach mal aus, was euch am besten schmeckt. Ich hole jetzt den Gaskocher und dann wird es einmal auf die Flamme gestellt.
So, das Ganze geht jetzt für 3 Minuten auf voller Flamme und anschließend für 30 Minuten auf mittlerer Flamme. Wobei wir das Filet nachher einmal noch mal kurz wenden werden, damit das vielleicht von beiden Seiten ein bisschen aromatischer wird, sage ich jetzt mal. So, aber erstmal 3 Minuten volle Flamme. Ja, sehr gut. Ich habe die Marinade noch behalten. Die Marinade ist nämlich nachher noch, wenn ihr nachher feststellt, dass die Soße so lecker war und ihr braucht weitere Soße vielleicht für den nächsten Tag oder vielleicht auch, weil Soße zu wenig ist und ihr möchtet das verlängern, dann könnt ihr nämlich mit 200 Milliliter Milch, 1 Teelöffel Curry, 4 bis 5 Esslöffel nochmal von der Marinade und etwas Stärke die ganze Soße noch einmal andicken. Wir haben das ganze Rezept auch in unserem Rezeptbuch Smarte Koch- und Backideen aus dem Omnia-Backofen. Dort drin sind kalorienreduzierte Rezepte. Ich habe jetzt auch Crème Fraîche Légère genommen. Das heißt, das ist ja eine kalorienreduzierte Variante. Das ist auch in diesem Rezept so drin. Und ihr könnt auch gerne statt Stärke Guarkernmehl nehmen. Guarkernmehl ist ein Andickungsmittel, was in der Lo-Kep-Küche sehr bekannt ist. Davon bräuchtet ihr aber nur viel, viel weniger. Ich habe diese Alternative auch in diesem Rezeptbuch mit reingeschrieben, sodass ihr halt gucken könnt, ob ihr lieber die Variante mit dem Guarkernmehl, das heißt auch weniger Kohlenhydrate zu euch nehmen möchtet, oder ob ihr lieber Speisestärke verwendet. Auch solltet ihr, wenn ihr die kalorienreduzierte Variante nehmt, die 1,5 Milch an Fettanteil nehmen und nicht die 3,8 oder 3,5%ige, weil dann dadurch habt ihr halt Kalorien eingespart. Und so etwas habe ich in diesem Rezeptbuch gemacht. Ich habe die Rezepte so gestaltet, dass ihr immer noch total leckere Rezepte habt, aber an den entsprechenden Stellen einfach Kalorien einspart. Das heißt, ihr findet keine Rezepte mit Sahne hier drin oder mit die 3,5%ige Milch, sondern die sind wirklich da, wo man leichte Sachen einsparen kann, sollte man das einfach machen. Und das habe ich hier versucht, auch bei dem Kuchen und bei den Brotrezepten. Da ist das Gleiche. Und man kann gerne mal reinschauen. Wir sind ja manchmal wieder auf Messen, momentan nicht. Für dieses Mal haben wir die Messen Corona-bedingt abgesagt. Aber im Freistadt zum Beispiel findet ihr auch unsere Bücher, Freistadt in Sulzumos. Und wir haben ja auch viele Bilder und Inhaltsverzeichnisse auf unserer Homepage schon hinterlegt, in unserem Online-Store, könnt ihr gerne mal reingucken. Und demnächst werden wir auch mal alle Rezeptbücher einzeln in einem Video vorstellen, sodass ihr dann auch mal sehen könnt, was ist denn da vielleicht drin oder welches Rezeptbuch ist für den Einzelnen geeignet. Und da kommt dann auch demnächst mal ein Video zu. Das ist aber noch in der Mache. So, jetzt warten wir noch 30 Minuten. Ich stelle schon mal runter auf mittlerer Flamme. Wie gesagt, ihr wisst ja, immer gucken. Immer gucken und dann melden wir uns dann gleich wieder mit dem hoffentlich fast fertigen Schweinefilet in Honig-Sojasauce, denn wir wenden es ja noch einmal. Wie ihr seht, habe ich jetzt plötzlich 2 Omnias hier stehen. Ich habe mir überlegt, da passen ja auch toll Kroketten bei. Und da habe ich dann jetzt gerade mal Kroketten dabei gemacht. Und auch in der Zwischenzeit die Schweinefilets einmal umgedreht. Das ist traumhaft, oder? Das riecht so gut. Eieiei, wenn meine Raupe das mal riechen würde, dann würde der bestimmt gleich kommen. Ja, dann denke ich mal, decken wir mal den Tisch. Ich habe so einen Hunger, Schatzi. Aber ich muss erst Tisch decken. Hunger. Du kannst mal probieren. Komm mal her. Ich habe so einen Hunger. Komm mal her. Oh. Musst du pusten. Pusten. Oh. Ist lecker, ne? Ja, das ist total lecker. Super lecker. Ja. Jetzt? Wir decken den Tisch. Ich hole Fleisch raus, schneiden an. Oh. Das ist was. Schneiden an? Achso, ich habe gedacht, jeder kriegt so einen. Nein, das schneiden wir jetzt gleich an. So. Warte. Stellst du das mal davor, dann kann ich gleich die Kroketten darunter nehmen.
ist heiß. Ja, ein wenig. So. Die sind schön. Essig. Geduld ist deine Stärke. Nein. Gut. Guck mal. So ein Hunger. Und? Lecker? Richtig gut. Jetzt gleich die Kroketten Ja. mit der Soße. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Machen wir mit der Kroketten so raus? Ja, wenn dir das nicht zu heiß ist, nimm so raus. Ansonsten. Warte. Das können wir toll tragen. Ja, das stimmt. Ja, mach mal selber. Ihr könnt auch. So, wir werden es gleich erstmal essen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, abonniert den Kanal, dann bekommt ihr immer wieder neue Rezepte, tolle Rezepte, leckere Rezepte. Alles für den Omnia Backofen. Wir sind auch auf Facebook, wir haben eine eigene Facebook-Gruppe. Auf Instagram sind wir auch, Pinterest natürlich auch. Und dann bekommt ihr sowas wie er hier. Geschmacks, ich will es jetzt nicht sagen, ich sage immer was ich hier nicht sagen darf, aber der Geschmack ist gekitzelt, denke ich. Doppeldaumen würde ich sagen. Super. Ja, von daher abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr sowas Leckeres, wie er jetzt vorgesetzt. Von daher, wir sehen uns das nächste Mal auf YouTube. Tschüsschen. Tschüss.